Ich glaube, das ist der ruhigste Ankerplatz, den wir je hatten. Der Wetterbericht sagt zwischen 0 Uhr und 2 Uhr um die 40 Knoten voraus. Eine seitliche Welle von 0,8 oder so und bricht sich auch hinter uns hier überall an den Felsen. Wir lagen jetzt gestern hier und haben einfach nichts gemacht und ich glaube, das ist der ruhigste Ankerplatz, den wir je hatten. Also jedenfalls von der Welle und vom Schutz her. Ja genau, von der Welle und vom Schutz, also vom Lärm nicht. Die erste Nacht hier war ruhiger gewesen als die letzten Nächte in der Marina. Ja, das stimmt. Ich sitze schon hier, ich starr schon mit den Hufen, ich will los. Wir fahren, also wir sind hier in der Melilla Bay auf Malta. Und hier hinten ist so eine ganz langgezogene Kurve und man hört hier die ganzen 12-Zylinder aufheulen und die Motorräder fahren hier. Also man hört viel Motorengeräusch, auf dem Wasser ist es aber relativ ruhig. Und wir fahren jetzt weiter und fahren einmal hier um die Insel rum auf die andere Seite. Da ist Paradise Bay und wir erwarten morgen Gewitter und starke Winde und dann, das soll einen ganz guten Schutz haben. Da fahren wir jetzt hin. Und es soll Paradise Bay heißen, weil das aussieht wie ein Paradies. Also ich erwarte türkisfarbenes Wasser. Also ich hätte nichts dagegen und es dürfte auch ein bisschen wärmer sein. Ich war gestern hier das erste Mal baden, das ist kalt. Es ist ganz schön kalt, selbst mit Neo. Also ja. Du bist empfindlich geworden, mein Lieber. Vielleicht bin ich einfach alt geworden. Wir sind ja erst vor 2 Tagen hier angekommen und wir haben tatsächlich noch überhaupt nichts gemacht. Wir lagen jetzt hier in Melilla Bay in der Bucht, weil es so schön ruhig war und ja, das war jetzt wie Urlaub, weil in der Marina haben wir natürlich viel am Boot geschraubt, haben andere Sachen zu tun gehabt und das hat echt gut getan und jetzt tut es aber wieder gut, unterwegs zu sein und ich freue mich drauf, eine neue Bucht anzufahren. Es fühlt sich so an, als ob wir im Moment keine technischen Schwierigkeiten hätten mit dem Boot. Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was jetzt Großartiges diese Saison ausfallen könnte. Und das macht ein echt ein gutes Gefühl. Letzte Saison, als wir unterwegs waren, hatte ich eher so den Eindruck, hoffentlich hält das alles. Und dieses Jahr, weil ich so viel gemacht habe, habe ich den Eindruck, auch eigentlich kann jetzt gar nicht mehr so viel passieren. Und das ist ein schönes Gefühl. Da macht es auch mehr Spaß, in die Saison zu starten. Das tut gut jetzt so nach der Strecke, die wir hierher gesegelt sind, mit viel Wind und viel Welle, ist das schön, jetzt hier mal so mit 3 Knoten dahin zu bummeln, nur unter Genua. Wir haben es auch heute nicht weit, wir haben nur 5 Meilen. Als wir noch ein Bötchen hatten in Travemünde, da haben wir oft solche Tage gehabt, wo wir einfach nur so ein bisschen hin und her gebummelt sind. Aber mit Ziel kenne ich das eigentlich eher weniger und ich kann verstehen, dass viele Leute nach Griechenland fahren und dann von Bucht zu Bucht bummeln, weil das halt dann ein ruhiges und entspanntes Segeln ist. Ne? Ich mag beides. Mal darf es richtig ballern und mal darf es ruhig sein.
Paradise Beach nennt sich das hier. Ich weiß auch wieso. Allerdings, die andere Seite ist nicht so ganz Paradise. Hier ist der Fähranleger. Die Fähre Gozo, Malta. Weiß nicht, ob noch mehr Fähren. Oh. Und das ist irgendwie ein nicht ganz so schönes Hotel. Aber dafür ist Paradise Beach umso schöner. Das hier ist jetzt unser Schutz für morgen. Morgen soll Starkwind sein und Gewitter. Schauen wir mal. Und dann fahren wir zurück wieder in die Bucht, in der wir jetzt gestern waren. Weil man da wirklich ruhig, absolut ruhig liegt. Und es gibt einen Bus in die Stadt rein. Und ja, das ist so ein bisschen der Plan, da am Dienstag dann hinzufahren. Jetzt müssen wir morgen erstmal hier abwettern und mal schauen, was da auf uns zukommt. Aber es ist schön hier. Es ist wirklich schön hier. Ich freue mich drauf, wenn wir endlich mal an Land gehen und auch ein bisschen was von Malta sehen. Und der erste Eindruck so vom Wasser aus ist toll. Also ich bin wirklich froh, dass wir hierher gefahren sind. Das ist echt schön. Und es funktioniert alles und wir haben keine Schwierigkeiten und keine Probleme. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass das alles jetzt gut läuft im Moment. Alles gut. Es ist herrlich. Guten Morgen. Morgen. Ich muss mir erstmal Wollsocken anziehen. Ich war gerade draußen in der Kälte. Die ersten Böen gehen durch. Wir sind ja hier, weil wir uns vorm Wetter verstecken, was wir heute erwarten, Gewitterböen. Und die ersten Böen mit über 20 Knoten sind gerade durchgegangen. Wir sind in der Felsenbucht und vor uns kommt jetzt auch der Wind. Der wird aber dann erst da runter drehen und dann da hoch. Und ich hatte vergessen gestern die Snubber reinzumachen. Die habe ich noch reingemacht und es hing noch eine Wäscheleine, die habe ich auch noch abgenommen. Nicht, dass, wenn wir ablaufen müssen, dass wir da Schwierigkeiten bekommen. Und Segel haben geschlagen und ja, noch ein bisschen waren wir doch nicht ganz fertig. Ich dachte, wir wären fertig, aber wie das halt so ist. Jetzt sind wir fertig. Ja, da kommen noch zwei. Guck mal, eins ist ein Fahrgastschiff. Ja, vielleicht besuchen die Paradise Bay. Und, ach guck mal, das ist das volle Touristenschiff von gestern. Ja. Ja, der geht da vorne an die Pier ran. Die gehen alle an die Pier ran. Guck mal, da kommt noch einer. Falsch rum, das Ding die ganze Zeit. Was ist gelb-blau nochmal an Kettenlänge? 50 war das, ne? Gelb-blau. 40. 40. Ja. Also wir haben 8 Meter Wassertiefe und 40 Meter Kette. Das reicht. Das wird schon passen, denke ich. Ja, also wir haben Gewittermeldung bekommen von Wetter Online jetzt gerade für heute Abend für den Ort hier. Gewitter möglich, sagt er. Was wir machen müssen, ist morgen früh checken, weil morgen früh ab 6 dreht der Wind in die Bucht rein. Das heißt, dann kommen Wellen hier reingelaufen und dann wird es hier sehr ungemütlich. Nee, das heißt, du hattest gesagt, wegen dem Felsen da vorne. Das ist das größere Problem. Ach so. Nö, der ist noch weit weg. Und der ist dann auch dann noch weit genug weg? Ja, also da vorne gibt es einen Unterwasserfelsen. Da sieht man schon, dass sich ein paar Kiele dran geschrammt haben. Also 10 Meter weg vom nächsten Felsen. Aber Leute wollen hier wohl nah ankern. Und ja. Aber wenn wir rumschwollen, haben wir immer noch genug Platz. Sind wir guter Dinge? Wir sind guter Dinge, ja. Doch, also ich mache mir keine Sorgen. Also das ist,
Ich kann das nur wiederholen, das klingt jetzt wie Werbung, aber wenn du echt einen vernünftigen Anker hast und dich auf dein Anker-Equipment verlassen kannst, dann bist du echt viel entspannter, weil du einfach weißt, es ist mir doch egal. Es wird halt ungemütlich, aber es wird nichts passieren. Und hier, wir haben hier nur Sand, das ist ein super Ankergrund und deswegen ja, sehe ich da überhaupt kein Problem. Und sollte ein Blitz einschlagen, wird er wahrscheinlich eher Richtung Haus gehen, Ja. als auf uns. Ja. Und wenn, können wir eh nichts machen. Ja, gut. Wenn es denn sein soll, dann ist es ja so. Also im Moment ist es wieder ruhig, aber es fängt an zu regnen. Wir halten euch informiert. Also Blitz oder Gewitter, nicht Blitz. Gewitterwarnung ist heute Abend. Also heute Abend soll es gewittern. Den ganzen Tag über ist es so wie jetzt. So große Gewitterzelle, die aber doch mehr an uns, also an Malta vorbeiläuft als über Malta drüber, war zumindest der letzte Bericht. Also was ich ja schon mal super finde, wir sind die einzigen in der Bucht. Das heißt, es wird schon mal keinen Kettensalat und driftende Boote geben. Die da drüben, die sind auch weit weg. Also da mache ich mir echt gar keine Sorgen. Nee, sie sind ja an der Pier festgemacht. Wir sind das letzte Mal darauf hingewiesen worden, freundlich, aber nachdrücklich, dass wir doch bitte die Maschine starten sollen, wenn Gewitter im Anmarsch ist. Und das ist auch richtig so, weil die Maschine startet vorher noch. Wenn ein Blitz einschlägt, startet sie nicht mehr. Und deswegen startet man die Maschine vorher. Und ich habe das immer aus einem anderen Blickwinkel gesehen. Ich habe mir immer gedacht, wieso die Maschine springt doch an. Meine Maschine springt immer an. Habe aber nicht an den Blitz gedacht. Also danke für eure Hinweise. Sind immer hilfreich. Wir bereiten uns auf die Nacht vor. Die Nacht wird möglicherweise unruhig werden, was wir so mitbekommen haben. Der Wetterbericht sagt zwischen 0 Uhr und 2 Uhr um die 40 Knoten voraus. Und wir haben uns hier mit einem Lokalen abgestimmt. Der hat gemeint, hier die Paradise Bay, in der wir sind, würde einen extrem guten Schutz bieten. Wir haben sehr guten Ankergrund. Der Anker ist eingefahren. Wir haben mehr als genug Kette. Ich habe gerade noch mal einen Rundgang über Deck gemacht, alles geprüft. Und habe noch Fender gehängt, weil wir nicht mehr alleine sind in der Bucht, und habe die Solarpaneele runtergeklappt. Wir haben hinter uns jemand, der dazugekommen ist. Der ankert im vernünftigen Abstand und er scheint die Nacht bleiben zu wollen, denn er hat Snubber gesetzt, also vorne vom Bug zur Ankerkette nochmal 2 Leinen, die den Druck von der Ankerwinch wegnehmen. Das deutet für mich darauf hin, dass er weiß, was er tut. Und das gibt ein gutes Gefühl. Die Bucht ist groß, die Abstände sind ausreichend, der Ankeralarm läuft und ja, ich denke, ich werde zwischen 0 und 2 Uhr dann auch wach sein und wahrscheinlich hier auch sein, um zu gucken, dass alles in Ordnung ist. Ja, bin gespannt. قوية جزيرة مالتين. الرحم الجريجال سيكون قوي كلتان واللي تحاول فيها بلتا جزيرة مالتين. التوسيع تبقى في الساحة نفس الليل وتتجدد كيف نحتاج. فالتا VTS out. Übrigens ist das Radar so eingestellt, dass es eine Leuchtspur hat. Das ist jetzt das Radar und man sieht hier das Nachbarboot. Und man sieht immer an der dunklen Schattierung, was das Älteste ist und an der hellsten, was das Jüngste ist. Und daran sieht man, dass das sich leicht verlagert. Das heißt, wir drehen uns. Ich lasse das heute Nacht auch laufen, dann kann ich sehen, ob der Nachbar sich bewegt. Und ja, Funk ist auch an, AIS ist an. Man kann uns also auch rufen, wenn man das möchte, aber ich denke, das wird alles in Ordnung sein.
Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwas sehen könnt, aber hören könnt ihr auf jeden Fall was. Es ist morgens um 4:30. Der Sturm ist ausgeblieben. Also wir hatten Wind bis 25 Knoten, das war es aber auch. Aber ja, wir haben jetzt hier eine Welle reinlaufen, eine seitliche Welle von 0,8 oder so. Und bricht sich auch hinter uns hier überall an den Felsen. Und ich werde gleich Anker aufgehen und langsam unsere Bucht für diesen Tag anlaufen. Ich muss sehr langsam fahren, damit ich im Hellen ankomme. Ich bin vor einer guten Stunde Anker aufgegangen und wie man sieht, schaukel ich hier sogar hin. Wir sind jetzt wieder auf der Nordseite von Malta. Eigentlich sollten wir hier von den Wellen relativ geschützt sein, jedenfalls die Bucht, die wir anlaufen. So hatten wir uns das gestern angeguckt. Aber im Moment scheinen die Wellen von überall her zu kommen. Also ehrlich gesagt, sie kommen schon von da drüben, aber die Bucht, die wir anlaufen, die liegt auch so. Das heißt, da wird auch Welle reinlaufen. Jetzt bin ich echt gespannt, ob wir dort ein bisschen mehr Ruhe haben, weil da drüben am Ankerplatz, das war ja ein Kessel und da haben sich die Wellen so drin gefangen, dass es wirklich sehr unruhig war. Das Boot ist sehr stark gependelt von einer Seite zur anderen und der Ankernachbar, der ist vor mir, der ist auch abgefahren. Ja, jetzt gucken wir mal. Also ein unruhiges Meer gerade. Wir haben zwei technische Ausfälle. Und zwar am Motorbedienpanel leuchtet die Ladekontrollleuchte wieder, obwohl die Lichtmaschine lädt. Das ist dieser Ehrungsfehler, den ich damals schon diagnostiziert hatte, aber dann schien sie erloschen zu sein. Also dann dachte ich, es wäre wieder okay. Aber da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Und auch das AIS, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Jedenfalls das WLAN, über das läuft, das geht an und wieder aus. Und es sendet keine AIS-Daten. Also wenn es an ist, dann empfängt es keine AIS-Daten. Also es könnte sein, dass es ein Ehrungsfehler ist, der sich durchs gesamte Boot zieht. Das würde auch erklären, wenn man da Spannungsschwankungen hat, dass das AIS an und wieder ausgeht oder eben nicht seine Leistung bringen kann. Das heißt, ich werde mich da noch mal ein bisschen mit beschäftigen müssen. Das sind so wirklich meine absoluten Lieblingsfehler, wenn das so diffus ist. Na gut, ich weiß immerhin, es ist vermutlich ein Ehrungsfehler. Also ich kann jetzt mal ein Ehrungskabel von der Batterie zu den einzelnen Geräten ziehen und mal gucken, ob es dann immer noch da ist. Das wäre vielleicht so der erste Punkt. Und oder erstmal gucken, was überhaupt an Spannung anliegt an den Geräten und ob sie regelmäßig anliegt und dann sich weiter vortasten. Ja, wird nicht langweilig.